Und das ist die Revolution des Jahres 2021 im Fully-Bereich und das Ganze noch ohne Motor. Was ist das jetzt für eine Version? Das ist das Spark 950. Das 950, ja. Stell dich mal kurz davor, du hast viel gefilmt. Es gab in Oberammergau eine große Präsentation. Ihr durftet selber fahren. Wie fährt sich's denn? Ja, sensationell gut. Also mal vorneweg, am 9. Juni 2021 wurde das neue Spark präsentiert. Die Bandbreite ist so groß wie noch nie. Normalerweise sieht man diese Innovationen, sprich der versteckte Dämpfer, was ja das absolute Highlight bei dem Bike ist, nur bei Top-Varianten und nach unten gibt es entweder ein anderes Modell oder eine abgespeckte Version. Scott zieht das Segment aber komplett durch. Wir haben hier einen Preispunkt bei dem Spark 950 von 3.399 €. 3.999 €. Genau, wir starten aber schon 1.000 € weniger bei 2.399. Für ein Fully. Für ein vollgefedertes Rad mit diesem innovativen Konzept, sprich dem versteckten Dämpfer. Man sieht auch im Detail Schweißnähte wirklich hochwertig gemacht. Es ist wirklich im Detail wie die Carbon-Variante. Und wichtig ist einfach, dass wir auch in dem Einstiegsgefüge, es sind trotzdem noch 2.400 €, die gleichen Innovationen und Besonderheiten halt auch haben. Das heißt, wir haben die gleiche Lagertechnik, wir haben unterschiedliche Dämpfer, also die Bandbreite ist vom X-Fusion-Dämpfer, RockShox-Dämpfer, Fox-Dämpfer. Da ist alles vorhanden. Und Besonderheit ist jetzt, wie eben schon gesagt gehabt, der komplett integrierte Dämpfer in das Rahmenrohr. Alle Züge verlaufen im Rahmen dann halt auch durch. Wir sehen das gleich noch. Wir haben gleich einen Rahmen in Plexiglas, wo man alles komplett sehen kann. Das, was man sieht, sind jetzt viele Details. Du hast dir also viel Mühe gegeben, bist nah rangefahren mit deinem iPhone, hast es mal ein bisschen gefilmt, weil du gesagt hast, die Leute wollen ganz genau sehen, wie es aussieht. Richtig, also hier sieht man die Details einfach, was es oben angeht, dass nicht nur die Kettenstrebe geschützt ist, sondern auch der Rahmen oben. Besonderheit halt auch ganz klar, wir haben hier kein Gelenk hier oben drin. Wir haben einen flexenden Hinterbau, auch beim Aluminium. Das ist sensationell, muss ich wirklich sagen. Also bei Carbon kennt man das, dass das Material auch kann. Bei Aluminium war mir das so gar nicht bewusst. Aber auch hier funktioniert das. Man braucht kein zusätzliches Gelenk oder ähnliches. Hier geht es ja natürlich auch um Patente etc. Und das kann die Aluminium-Variante genauso. Und auch bei dem Modell, gerade was Ausstattung oder ähnliches angeht, wir haben eine SRAM-Gruppe mit drauf, in dem Fall ja auch die elektronische schon. Wir haben eine absenkbare Stütze, wir haben die Twin-Lock-Technologie. Ist jetzt bei dem aber nicht elektronisch, die Schaltung? Doch, müsste bei dem auch schon sein. Wenn ich es eben richtig gesehen hatte, haben wir bei dem Modell für dieses Preisgefüge auch schon die SRAM GX AXS. Das ist hier die neue Einstiegsgruppe im elektronischen Bereich und funktioniert genauso mit der gleichen Technik wie die Top-Gruppen, nur halt aus einem anderen Material gefertigt. Hier oben sieht man im Endeffekt, also kann man diese Gummidecke oder diesen Gummideckel lösen. Oben, dann, genau, sieht man im Endeffekt, wo oder wie weit der Dämpfer eingefedert ist. Die Einstellung des Dämpfers funktioniert über die Wippe. Das heißt, ich habe am Rahmen die Prozente, wo angegeben ist, wie viel Negativfederweg es wäre, und habe dann auf der Wippe eine Linie, die mir dann anzeigt beim Draufsetzen, okay, ich stehe auf 10, 20, 25%. 25% ist auch der Wert, den der Hersteller empfiehlt als sogenannten Negativfederweg. Das bedeutet, das ist das, was die Federelemente schon einfedert, wenn ich mich mit meinem eigenen Körpergewicht draufsetze. Weiteres Highlight, auch bei diesem Modell die Twin-Lock-Technologie. Jetzt sieht man aber, oh, da unten ist ja noch ein dritter Hebel, den ich jetzt zeige. Und der ist für die absenkbare Sattelstütze. Der war vorher entweder immer oben gesessen oder an einem ganz anderen Platz. Und jetzt hat man den mit in den Twin-Lock-Hebel mit integriert. Hier sehen wir den Hebel für den Traction-Mode oder die komplette Blockierung. Und der kleinste Hebel oben dient eigentlich dazu, dann das Ganze wieder rückwärts zu gehen zum Traction-Mode oder zum komplett offenen Fahrwerk. Die Modelle sind alle sehr ähnlich.
ist wahrscheinlich auch die Güte der verwendeten Teile. Wir haben eben gesehen beim Topmodell Carbonlenker, hier jetzt klassischer Lenker. Genau, hier haben wir im Endeffekt jetzt eine Aluminium-Variante, aber trotzdem innen verlegte Züge. Also da geht es auch immer mehr hin. Wir kennen das ja aus den Rennradsegmenten, wo das immer mehr Einzug hält, komplett cleanes Cockpit zu haben. Jetzt sage ich mal hier mit Federgabel etc. geht es nicht komplett innen verlegt. Heißt, die Leitung der Bremse sieht man vorne meistens noch, aber Schaltung oder ähnliches kann man schon relativ schnell und einfach gut verstecken. Das ist eine echte Innovation. Hast du vorher schon mal gesehen, dass es ein Fahrrad gibt mit integriertem Dämpfer im Rahmen drin? Ich glaube, die haben eine Tochter, die hat das schon gemacht. Ja, es gibt den Hersteller Bolt. Scott hat ja Anteile an der Marke Bolt. Die haben das damals oder vor längerer Zeit auch schon präsentiert. Bolt ist eine Marke, die einen Eigenvertrieb hat. Das heißt, sie vertreiben ihre Produkte selber über ihre Webseite. Das ist ein Schweizer Unternehmen und diese Technologie ist ähnlich zum Bolt-Modell. Nur das Bolt liegt in Preisgefügen weit über 6.000, 7.000, 8.000 Euro und noch mehr. Und bei Scott haben wir jetzt ja die Möglichkeit, auch selbst in dem Einstiegssegment diese gleiche Technik, natürlich mit einem unterschiedlichen Dämpfer, halt auch hier mit rüberzubringen. Aber es ist dennoch ein eigenes Konzept. Es ist jetzt keine Kopie des Bolts, wo einfach nur Scott draufsteht, sondern es sind viele innovative Sachen, gerade was Rahmenfertigung angeht oder ähnliches, die man hier eigenentwickelt. Absenkbare Stütze bei allen Modellen, auch beim Einstiegsmodell. Nur manche RC-Modelle haben keine Sattelstütze. Da geht es einfach um das Thema Gewicht halt auch. Gewicht bei dem Bike liegen wir jetzt bei 14,5 Kilo. Man muss dazu sagen, hier ist alles mit drin. Absenkbare Stütze, 120 mm Federweg hinten, 130 mm Weg vorne. Es ist weiterhin möglich, 2 Sattelstützen zu verwenden. Flaschenhalter zu verwenden. Man muss den Flaschenhalter dann nur weiter nach vorne positionieren. Ja, also ich bin überzeugt, wenn man es haben möchte, du kriegst demnächst einige Räder zum Probefahren. Wann? Also wir bekommen jetzt die ersten Testbikes oder besser gesagt Testbike an sich Ende Juli. Der Hauptschwung soll im Herbst kommen an den Modellen. Es folgen dann noch 2 weitere Termine von Produktionen, wo wir hoffen, dass sie auch eingehalten werden. Wir wissen ja gerade, medial ist gerade Fernost sehr, sehr eingeschränkt in Produktionen aufgrund von Pandemie. Und da bleibt abzuwarten, inwieweit sich da halt auch noch Liefertermine verschieben. Was aber schon sicher ist die Knappheit der Produkte. Der Hersteller selber kann nicht so viele Räder produzieren, wie er gerne möchte, was auch bedeutet, ich kann nicht so viele Fahrräder bestellen, wie ich gerne hätte. Wir kriegen vielleicht 30-40% von dem, was wir gerne hätten. Gerade ich denke mir, in einem günstigen Segment wird es einen großen Run geben, oder? Ja, ich glaube, es ist über die gesamte Bandbreite. Also die meisten Nachfragen waren jetzt nach den Top-Varianten. Preisgefüge 9.000, 13.000 Euro. Ja. Hier sieht man mal den Querschnitt. Das ist jetzt der Carbonrahmen. Wie sowas dimensioniert ist. Der Aluminiumrahmen hat die gleichen Grunddimensionen oder Formen. Da sehen wir jetzt auch das Carbon-Steuerrohr. Also hier gibt es das gleiche, auch eine Alu-Variante. Es wurde auch dort gezeigt, nur lag es leider, wie ich das Video gedreht habe, nicht vor. Dennoch muss man halt auch sagen, sehr gut gemacht, also sehr detailreich. Wir haben es eben schon gesehen, die Schweißnähte sauber. Also das wirklich in einer sehr hohen Qualität. Das ist aber gleich jetzt, gell? Das ist jetzt gleich, genau. Also hier sieht man quasi auch diese Verzahnung, die ineinander greift und die dann das Bindeglied ist zwischen dem Hinterbau und der Kopplung dann zum Dämpfer, wo die Kraft auf den Kolben dann übertragen wird. Und das als Teil an sich schon ist sensationell und wirklich extrem hochwertig in der Qualität und in seiner Güte. Dann gehen wir weiter, da sehen wir das jetzt dann auch umgesetzt im Rahmen. Heißt, wir sehen hier auch nochmal die Leitungsführung für die absenkbare Sattelstütze. Auch das sind die Feinheiten, die wir im Aluminiumrahmen genauso haben, nur auf einer anderen Fertigungsbauweise. Und der Querschnitt an sich zeigt jetzt natürlich dann halt auch mal, oder nicht Querschnitt, das Transparente zeigt jetzt einfach mal, wie so ein Dämpfer im Hinterbau positioniert ist. Auch hier für diejenigen, die sagen, oh, da komme ich im Leben nicht mehr dran und wie geht das wieder raus und Service. Es sind wie bei jedem klassischen Dämpfer 2 Schrauben, die ich löse und ich dann einfach den Dämpfer nach unten rausziehe. Also
ganz simpel und einfach. Die Dimensionen des Lagers wurden komplett überarbeitet. Wir haben deutlich größere Lager. Wir haben auch deutlich hochwertigere Lager mittlerweile, um hier die Lebenszeit natürlich auch auf ein Maximum zu bringen, um wirklich dann halt auch viel Spaß mit dem Bike zu haben. Hier sieht man das auch nochmal. Das Blaue sind die Dichtungen. Auch hier wurde nochmal sehr viel Wert gelegt, eine maximale Qualität dort zu erzielen oder zu verbauen. Und das ist die Wippe, die quasi dann auf den Kolben drückt. Man sieht unten noch den orangenen Ring, das ist quasi der Negativ oder zeigt den Federweg an, wie weit der Dämpfer einfedert. Auf der anderen Seite ist dann dieses Fenster oder dieser Gummistopfen, den ich abmache und dann selber nachvollziehen kann, wenn ich mit dem Bike gefahren bin, wie weit federt der Dämpfer überhaupt ein. Also auch das lässt sich sehr gut ablesen, indem man solche Möglichkeiten schafft. Die Leitungen, alle sind im Serienzustand natürlich nochmal ummantelt. So würde es ja natürlich dann hin und her klappern und die Übertragung auf Carbon oder Aluminium wäre dann vom Resonanzkörper her sehr hoch. Aber hier haben wir eine komplette Isolierung drum. Meistens reden wir da von einer Art Schaumstoff, der das Ganze dann halt komplett dämpft. Hast du schon mal gesehen, so ein Modell in Kunststoff, Plexiglas, durchsichtig? Der Art und Weise hatte ich es noch nicht gesehen. Ich bin gerade überlegen, bei Specialized gab es das früher mal, wie das neue Levo auf den Markt gekommen ist. Die hatten auch sowas. Nur da ging es ja um das Kernthema, wie sitzt die Batterie drin, wo sitzt der Motor. Hier ist ja wirklich das Highlight Dämpfer, wie ist der Zug verlegt von der absenkbaren Sattelstütze. Kommen wir hier jetzt ja auch nochmal drauf. Man sieht es auch, dass der Hebel von der Sattelstütze weiter nach hinten liegt. Ne? Also man verwechselt auch die unteren Hebel in sich eigentlich gar nicht. Und das ist halt auch wichtig. Das ist wie gesagt für die absenkbare Sattelstütze. Der mittlere Hebel dann für den Traction Mode oder die Blockierung des Fahrwerks. Der rastet dann auch komplett ein. Und oben gehe ich dann quasi den Weg zurück, auch zum Traction Mode oder zum komplett offenen Fahrwerk. Also auch hier die Spark 900 Modelle haben hinten 120 mm Federweg und vorne 130. Alle RC-Varianten haben vorne wie hinten 120 mm Federweg. Ja, eine ganz tolle Sache. Lieferzeit, du hast mir erzählt, 3., 4. Quartal dieses Jahres werden erste Räder kommen. Kann man die jetzt schon vorbestellen? Hast du Preisinformationen, das hast du alles bekommen? Ja, die Produkte sind ja seit 9. Juni schon beim Hersteller auch gelauncht worden. Das heißt, man sieht auch alle Modelle, die es gibt. Man sieht auch alle Preisinformationen, die es gibt. Die Preisrange bewegt sich halt von 2.399 bis 12.999 Euro. Und klar, wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gern so einen Spark 950 in Rahmengröße M beispielsweise, dann müssen wir reservieren. Genau, dann kann man das reservieren. Wir geben quasi die Optionen auf das Bike für den Kunden. Wenn das Rad kommt, hat er dann auch die Möglichkeit zu sagen, oh, Farbe gefällt mir nicht oder sonstiges, weil es aktuell ja noch nicht da ist. Also es gibt diese Testbikes, ich glaube der Pool hat 70 Räder. Achso, das ist nicht dein Fahrrad, du kriegst es zugeschickt, mit dem die Leute dann testen können? Im Endeffekt doch, wir kriegen ein Fahrrad, aber dort, wo wir jetzt waren, die Testflotte von Scott Testflotte selber, waren 70 also Stück. Es gibt jetzt eine Deutschlandtour, es war vorher ja auch das Pressecamp gewesen, das war ein Leogang, die Presse durfte zuerst das Rad anschauen und testen, das ging über 2 Tage und wir waren jetzt hier die 2. Station, Oberammergau, es folgen noch weitere wie Winterberg und ich glaube auch europaweit sind da 2 Trucks unterwegs, die diese Events möglich machen und uns Händlern natürlich auch die Bikes präsentieren und auch sie erfahrbar machen, weil das meiste, was wir testen, sind E-Bikes mittlerweile und solche innovativen Produkte, auch für dieses Preisgefüge, hatten wir früher jeden Tag oder jedes Jahr und jetzt mittlerweile ist das deutlich weniger geworden und zur aktuellen Zeit muss man immer sagen, solche Events vermissen wir halt auch ein bisschen. Ja, war ein schönes Event, ging 2 Tage? Ja, wir waren im Prinzip den Tag vorher angereist, hatten dann einen kompletten Tag
dort die Trails unsicher zu machen. Oberammergau hat ja auch einen Bikepark. Selbst die Eigenschaften konnten wir mal testen. Inwieweit ist das Rad auch bikeparktauglich? Ist nicht durchgebrochen, der Rahmen. Es ist nicht durchgebrochen. Also man muss halt einfach sagen, dass die Bandbreite an sich sehr, sehr groß ist. Vom, sage ich mal, Weltmeister Nino Schurter, Kate Courtney, die das Rad wirklich im Wettkampf nutzen, wo es um Schnelligkeit und Leistung geht, wo aber auch die Rennfahrer sagen, wir wollen ein Bike mit mehr Federweg, weil die Tracks immer anspruchsvoller werden, die Rennstrecken, die Abfahrten werden steiler, will man eher zum mehr Federweg halt dann auch hin tendieren. Darum halt auch das Spark mit 120 mm Federweg. Und das Spark ist natürlich ja auch ein Rad, was klassisches Tourenrad oder ähnliches Sportgerät. Also hier ist die Bandbreite sehr, sehr groß und deswegen ist die Kollektion in sich halt auch sehr, sehr breit aufgestellt. Wie gesagt, Thema Verfügbarkeit steht auf einem anderen Blatt, also für das Modelljahr 2022. Kann ich nur empfehlen, wenn man Interesse an dem Bike hat, sollte man sich früh dazu melden, ob jetzt bei uns oder woanders. Es wird einfach so sein, dass die Räder nicht unbedingt reihenweise im Shop stehen werden. Also hier geht es wirklich in puncto Vorbestellen und dann sicherlich auch unser Testbike oder die Testbikes zum Testen nehmen und gucken, ob das Rad einem überhaupt gefällt. Nico Ockenfels von Recycle, 2 stationäre Geschäfte, im Moment ein bisschen gestrippt wegen der aktuellen Lage. Ganz viele Räder, die kommen, sind schon zu 80% vorreserviert. Auch hier klarer Tipp, nicht ewig warten, denn die Riesenauswahl von Sparks wird es zum Sofortkauf in den Läden nicht geben, sondern man muss sich früh genug darum kümmern, besten Probe fahren. Das ist ganz klar, also es wird keine Tausenden von Rädern geben, oder? Nein, also egal wie viel wir planen, ich sage ja schon, wir kriegen nicht die Mengen, die wir gerne hätten. Da sind wir nicht der einzige Händler und wir sind schon über 25 Jahre Scott-Händler. Da ist es einfach so, dass auch der Hersteller selber mit limitiert ist durch die Produzenten, ob es ein Shimano ist, ob es SRAM ist, ob es Fox ist, egal. Jeder Produzent kämpft um Kapazitäten, um Möglichkeiten, Produkte zu bauen. Und aktuell ist es halt immer noch so, dass, wo wir jetzt sagen, wir gehen wieder in den normalen Alltag über, gerade Malaysia, Taiwan, also alles, was Fernost ist, momentan wieder komplett in der Pandemie drinsteckt und Produktionen entweder komplett gestoppt sind, weil es eine komplette Schließung dann halt auch gibt. Und das verzögert wieder die Lieferkette ganz enorm. Und nicht nur im Fahrradsegment, sondern allem, was irgendwie von Fernost kommt.